Es ist angerichtet, das Finale in unserer Gruppe im Fernduell gegen den AC Mailand. Wer zieht mit Sevilla ins Achtelfinale ein? Wir müssen gewinnen, dann kann der AC Mailand machen, was sie wollen gegen Sturm Graz. Wenn wir verlieren sollten, müssen wir auf Schützenhilfe hoffen. Und da der Gegner heute Sturm Graz ist vom AC Mailand und ich da nicht unbedingt drauf hoffen möchte, müssen wir das Spiel selber gewinnen. Wir haben leider 3-1 gegen die Bayern in der Liga verloren. Also wir kommen jetzt nicht unbedingt mit Selbstvertrauen hier und mit Selbstbewusstsein, aber wir sind trotzdem Zweiter in der Liga. Haben jetzt zwar 5 Punkte Rückstand auf die Bayern, aber das holen wir auch noch auf. Da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir das noch hinkriegen. Wichtig ist halt jetzt hier heute, dass wir ins Achtelfinale einziehen, dass wir uns ein bisschen mehr Geld holen. Das ist halt auch wichtig, weil ich will im Winter auch nochmal nachlegen. Will ich auch nochmal 2, 3, also 2 mindestens, ja, Spieler für die Breite holen. Aber auch mit einer gewissen Qualität, aber das ist halt schwer. Ein Spieler mit einer hohen Gesamtstärke für möglichst wenig Geld, das wird nicht klappen. Das wird leider nicht klappen. Und der FC Sevilla, der will natürlich ja auch nochmal, obwohl sie schon weiter sind, versuchen zu gewinnen. Vor heimischem Publikum. Aber wenn wir so spielen wie gegen die Bayern, dann sehe ich uns da auf gar keinem schlechten Weg. Weil wir haben da auch richtig gut gespielt. Wir haben halt die zweite Halbzeit völlig verschlafen. Zu leichte Gegentore bekommen und dann sah es halt am Ende so aus, wie es halt dann halt ausgesehen hat. Und wie gesagt, aufs Remis hier kann ich mich nicht verlassen. Ich muss gewinnen. Ich muss voll auf Sieg spielen, weil der AC Mailand wird gegen Sturm Graz gewinnen. Und wenn nicht, wie gesagt, dann haben die halt vorher irgendwie was genommen oder die haben irgendeinen Wettschein am Laufen, keine Ahnung. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Achtung, Sevilla mit der ersten Chance. Da müssen wir da sein. Achtung, genau, entweder die Grätsche oder halt hoffen, dass der Ball irgendwie abgefälscht wird. Jetzt haben wir die Chance, Boniface. Oh, wenn Mamouche den in den Lauf kriegt. Ach, das nervt mich immer so ein bisschen, wenn ich weiß, wo der Ball hingespielt werden muss. Weißt du, wenn den Boniface in den Lauf kriegt, dann ist er durch. Dann steht er frei vom Keeper, dann macht er das 1-0 eventuell. Und somit leider die Chance auch wieder leichtfertig vergeben. Aber trotzdem, wir sind wach, wir sind gut da, wir sind in den Zweikämpfen drin und wir haben jetzt auch hier die Chance umzuschalten. Boniface jetzt aber unten auf Mamouche. Genau, der allein gegen alle gefühlt. Und oben Cardiolo mit. Und dann muss er den eigentlich reinflanken. Aber es ist niemand da. Dann halt so über Chukwueze, Martin wäre da gewesen, aber Boniface. Wir spielen das wieder zu kompliziert. Hilfe, Hilfe, ey. Ja, aber es ist niemand frei. Und wie gesagt, anders als die KI kann ich halt mich nicht durch 10 Mann hier durchwurschteln. Ich muss es so spielen, wie es gerade aussieht. Das sieht gerade echt ein bisschen bescheuert aus, aber ich bekomme es sonst nicht hin. Anders kriege ich es nicht hin. Jetzt vielleicht mal die Chance, Chukwueze. Aber ihr wisst, was ich meine. Die machen jeden Weg mit, die stellen hinten zu. Du hast gar keine Chance, dich da durchzubuggen, durchzukombinieren. Keine Ahnung. Nennt, wie ihr es nennen wollt, aber das ist einfach nicht zu machen. Deswegen muss ich mir da ein paar andere Wege und Lösungen überlegen. Jetzt zum Beispiel Mamouche auf Boniface. Kein Abseits. Chukwueze vorne. Oh, und dann wäre er durchgekommen und ausgerechnet So. Der Ex-Frankfurter, Djibril So. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. So, nächste Chance. Achtung. Ist hier kein Innenverteidiger anwählen. Oh, Achtung, der Ball kommt durch. Nee, kommt da nicht. Fratesi ist da. Sehr schön. Die Sechser sind hellwach, die Verteidiger ebenfalls. Jetzt müssen wir nur noch vorne in der Offensive ein bisschen mehr hinkriegen, weil das ist bislang zu wenig. Wir laufen ja vorne schon zu. Aber irgendwie auch nicht so entscheidend leider. Oh, Fratesi jetzt aufgepasst. Die Lücke ist da, aber wir sind da auch. Ugarte, sehr schön, super Job. Und wieder ist genau dasselbe Bild. Chance umzuschalten ist da. Wir machen es dann halt leider zu langsam. Fratesi, Mamouche und Boniface. Der muss jetzt mal durchlaufen. Dann kriegt Fratesi den Ball. Ist dann halt auch leider der falsche Mann. So, auch da wie Martin arbeitet mit nach hinten. Das sieht ja alles sehr gut aus. So, jetzt mal die Chance. Jetzt sind sie ein bisschen aufgerückt. Jetzt muss Boniface oder Chukwueze durchlaufen. Und das ist jetzt die Chance. Das muss die Führung sein. Und das ist das Tor ins Achtelfinale. Stand jetzt. 41. Minute.
Und endlich klappt das mal hier. Durchgesteckt und es kriegt auch der richtige Mann den Ball und dann bleibt er eiskalt. Klar, den muss er machen. Dieser Schuss, der kann ganz, ganz viele Millionen wert sein. Im besten Fall. So, und es geht ja auch ein bisschen darum, ne, dann im Achtelfinale, ob wir zuerst zu Hause spielen oder auswärts. Ach, hier wird er angesagt, klar, weil Chukwueze in La Liga gespielt hat, als wir ihn geholt haben. Ich glaube, bei Villarreal müsste das gewesen sein, oder? Ne, beim AC Mailand, aber davor hat er halt bei Villarreal gespielt. Vor ein paar Jahren, von daher völlig okay. So, und völlig okay ist natürlich auch die Führung. Oh, Boniface, was macht der denn? Gott sei Dank. Also, Halbzeit, wir stehen hinten gut. Ein, zwei brenzlige Situationen, wo ich gedacht habe, oh, jetzt fehlt eigentlich nur noch der entscheidende Ball. Der letzte Ball von Sevilla und dann führen sie. Aber wir haben das gemacht. Halbzeitergebnisse kriegen wir nicht. Ihr seht, wir haben nicht viele Schüsse, 2:1 Schüsse, aber das Ergebnis reicht. Wenn wir so gewinnen oder wenn das Spiel so zu Ende geht, dann sind wir im Achtelfinale. Und genau das zählt. Und das ist auch ab der K.O.-Phase, da ist mir egal, wie ich spiele. Da will ich einfach nur die nächsten Runden überstehen im besten Fall und will einfach weiterkommen. Ob ich da jetzt schön spiele oder nicht, das ist mir dann im Endeffekt egal. Aber wir müssen das Spiel hier erstmal gewinnen. Um wirklich sicher weiterzukommen. Und wir arbeiten dran. Boniface nimmt da unten Chukwueze mit. Ja, wartet ein bisschen. Jetzt hat er ein bisschen Vorsprung. Gegen Marcao. Oh, das ist ein spitzer Winkel, aber den müsste er eigentlich kriegen. Die Chance. Fratesi setzt nach. Jawohl, sehr, sehr gut. Auch wenn wir den nicht kriegen, aber es sind auch wieder ein paar Sekunden, die da von der Uhr gehen. Was ist jetzt? Verletzung? Oh, nee. Okay, beim anderen Gegner ist natürlich auch nicht schön. Aber ich dachte jetzt bei uns. Mal wieder eine Verletzung. Haben wir auch selten, diese einen Spieler hier. Ja, Ferndiagnose. Oh, fest sich schon als Knie hier an den Kopf. Wer ist es? Pedrosa. Ja, weiß nicht, ist er irgendwie umgeknickt oder so? Oh, der ist natürlich ganz schön hart reingegangen, Fratesi. Aber egal. Auch mal ein härterer Zweikampf. Klar, dass sich da jetzt einer verletzt, ist auch nicht gerade schön, aber was willst du machen? Natürlich fair. Ha, zack, Gegentor. Dimitrovic ist im Tor. Mal gucken, was das jetzt mit dem Spiel macht. Chukwueze, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr flüssig aus. Oh Gott, und dann bauen wir erstmal hinten rum auf. Sevilla ist mit 11 Mann jetzt hinterm Ball. Und viel Platz für Guardiola. Zu viel Platz zum Flanken. Schönes Ding, aber da ist halt niemand. Boniface. Oh, geht doch mit dem Kopf hin. Junge, da wollen die immer die spektakulärsten Tore machen. Macht sie doch einfach normal. Für spektakulär haben wir heute keine Zeit. So, Chukwueze mit Guardiola. Schöne rechte Seite. Schnelle rechte Seite vor allem. Aber der muss natürlich dann auch ankommen. Ja, und ihr seht oben, der AC Mailand führt 2:0. Also auf Schützenhilfe hoffen ist heute nicht. Wir müssen jetzt gewinnen. Der AC Mailand führt 2:0. Heißt eigentlich für uns, wir müssen jetzt auch nochmal ein zweites Ding mindestens machen. Und vielleicht ja jetzt über Meier gegen Cash. Fratesi, ihr seht, die sind unfassbar. In den Zweikämpfen keine Chance, sich da mal durchzusetzen. Im 1 gegen 1. Aber Sevilla macht jetzt auch unbedingt nicht... Ah, okay, ich warte nochmal mit meiner Aussage. Mache nicht so viel, wollte ich gerade sagen. Dafür, dass sie schon qualifiziert sind. Das kommt uns halt auch sehr, sehr gut entgegen. So, Mamouche, jetzt komm. Auf die Reise geschickt gegen Cash. Oh, ist der so schnell, ey? Wahnsinn. Wer ist das? Ist das dieser Waliser? Rechtsverteidiger? Ich glaube schon. So, aber Martin setzt nach. Sehr, sehr schön gemacht. So, und jetzt vorne. Boniface ist auch wieder direkt von 2, 3 Mann umgeben. Also das Offensivspiel, das gefällt mir nicht, ey. Das ist heute ein bisschen... Ja, irgendwie, es wirkt nicht rund. Also in der Formation zumindest. Ich weiß nicht, ob ich nochmal umstellen soll. Defensiv dafür läuft es eigentlich ganz gut. Aber vorne, das müssen wir halt irgendwie nochmal ein bisschen anders hinkriegen. Oh, Martin. Das war natürlich auch ein scheiß Pass von Mamouche. Und jetzt die Chance. Januzaj gegen Meier. Oh, Achtung. Kein Elfmeter hier riskieren. Pacho. Gucken dann wir auf der anderen Seite. Wir kommen nicht in die Zweikämpfe rein. Wir dürfen einfach nicht. Achtung, Ugarte. Oh, Fratesi hat den eigentlich schon gehabt. Das ist bei uns nie.
Never ever würden wir so eine Situation nochmal kriegen. Gut, wir bringen Tuta rein. Aber ich bin auch echt am Überlegen, ob ich umstellen soll. Grifo für Sevilla, okay. Was haben die denn für eine Formation? Die spielen 4-3-3. Mit einem Zehner, 2 Achtern und 2 Flügelspielern. Ja, 4-3-2-1 dagegen machen, weiß ich nicht. Ich will halt vorne noch ein bisschen mehr Präsenz haben. Auf der anderen Seite haben wir auch nur noch eine Viertelstunde. Und ich will jetzt nicht irgendwas Unnötiges umstellen. Nicht, dass mir das hinterher um die Ohren fliegt. Ich lasse das jetzt erst mal so. Nochmal einen frischen Mann für die Innenverteidigung. Wir müssen es halt jetzt verteidigt kriegen. Das ist auch mal ein Ding, was wir zur Not halt mit 1:0 irgendwie über die Bühne kriegen müssen. Aber das funktioniert bei mir sehr, sehr selten. Aber vielleicht ja ausgerechnet heute. Das wäre sehr, sehr wichtig. So, Mamouche, genau, halt dir den Gegner vom Leib. Und jetzt hopp. Martin vorne. Da habe ich leider das Zuspiel versäumt im richtigen Moment. Dann über Umwegen. Über Meier und über... Ja, nicht Chukwueze. Also da kriege ich immer, wenn die Flanken mal vernünftig reinkommen, bekomme ich auch immer die falschen Leute. Immer. So, noch 10 Minuten bis ins Achtelfinale bei dem Spielstand. Ja, den wir halten müssen. Ansonsten ist der AC Mailand durch und wir spielen nur, Anführungszeichen, in der Europa League. Ja, Sevilla, wie gesagt, die machen jetzt nicht den Anschein, dass sie hier noch auf den Ausgleich drücken. Aber irgendwie, irgendwann habe ich das Gefühl, dass sie doch nochmal einen entscheidenden Konter fahren. Aber es muss ja nicht heute sein. Die dürfen gerne die nächsten Spiele wieder gewinnen, aber heute dürfen sie sich gerne mal zurückhalten. So, Boniface, das ist jetzt die Chance. Wenn er den Ball... abseits. Jetzt kommen wir durch und jetzt ist es abseits. Ey, ganz typisch auch. Gibt es noch Gelb für Jeremy Pino. Nee, wir bringen nicht einen Kunku für Fratesi. Das kannst du nicht machen. Das ist, ja, das ist eine gelbe Karte. Von der Sorte hat er sich verdient. Und ist das vorne Yusuf Enisiri? Nein, ist nicht Enisiri. Der sieht ganz anders aus. So, 5 Minuten. Wie gesagt, Sevilla, das ist heute ein sehr dankbarer Gegner. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben sie Gott sei Dank nicht so viel... Oh, wieder abseits wäre es gewesen, hinbekommen. Bislang. Jetzt aufgepasst. Gedesch. Ja, Verteidigung steht, das ist gut. Tut er auch, sehr, sehr gut. Und die nächste Chance umzuschalten. Jetzt vielleicht... Nee, wir kriegen die Dinger nicht zu Ende gespielt. Wir kriegen es nicht zu Ende gespielt. Der Ball, der muss eigentlich ankommen. Also wir dürfen uns heute echt bei unserer super Verteidigung hier bedanken. Bislang, dass es noch zu 0 hinten steht. Und es ist ja auch, glaube ich, vorbei jetzt. Genau, es ist geschafft. Oh Mann, ey, was für ein Krampfspiel. Aber egal, das Ding mussten wir ziehen. Dann auch mal ein 1:0 über die Bühne kriegen. Und wie gesagt, danke an Sevilla, dass sie heute nicht so ernst gespielt haben. Und dass wir also mit 1:0 gewinnen können. Und somit auch im Achtelfinale sind. Dank Samuel Chukwueze. Am Ende des Tages fragt auch niemand, wie wir es geschafft haben, sondern überhaupt, dass wir es geschafft haben. Vor dem AC Mailand sah ja nach den ersten beiden Spielen nicht so aus, wo wir da jeweils ja, gegen den AC Mailand vor allem schön auf die Fresse gekriegt haben. Also, wir haben einen Transfer, Tuta, wahrscheinlich viel zu niedrig, hätten wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rausholen können. Oh nein, oh, hervorragender Deal, 34,4 Millionen. Ja, perfekt, also das Bestmögliche haben wir rausgeholt. Der wird dann also zum BVB, leider zum direkten Konkurrenten wechseln. Und wir müssen im Winter, also es ist ja bald Wintertransferzeit, Spielerverlust droht. Gut, Jens Kral, das juckt jetzt nicht so sehr. Und wir kriegen halt nochmal 24,5 Millionen obendrauf. Also wir haben jetzt rund 60 Millionen nochmal übrig im Winter, würde ich jetzt mal sagen, oder? Habe ich das so richtig gerechnet? Für Transfers. Gut, jetzt haben wir hier noch 13 Millionen stehen. Das wird wahrscheinlich noch übertragen, also hoffe ich zumindest. Nach der Gruppenphase. Jetzt geht es gegen Dortmund ran. Wir sind halt auf dem 4. Platz abgerutscht durch Leverkusen. Aber wir können wieder rankommen. Müssen wir. Also die Bayern spielen... Ah, die Bayern spielen sogar gegen Leverkusen. Die nehmen sich also die Punkte gegenseitig. Wäre ganz gut, wenn Leverkusen gewinnt oder ein Remis holt. Und wir dann in Dortmund gewinnen. Dann sind wir wieder voll oben dran. Dann wird das wieder richtig heiß. Unten haben wir jetzt Augsburg, Paderborn, Gladbach. Auch endlich mal mit einem Sieg. Jetzt will ich nochmal in die Champions League reingucken, auf die Begegnungen. Ich habe mich noch nicht gespoilert, ich habe extra nach unten geguckt. So, wir haben PSG gegen Real. Schon das vorweggenommene Finale eigentlich. Dann haben wir Barca gegen Dortmund. Auch eine schwere Sache. Neapel, Sevilla. Ja, 50-50 Ding. Leverkusen, Man City.
Ist Man City wahrscheinlich im Vorteil. Dann Lazio gegen die Bayern. Arsenal gegen Juve. Wir zu Hause gegen Manchester United und Chelsea gegen Atletico. Ja, United. Schauen wir mal vorbei. Machen wir mal eine kurze Gegneranalyse. Wen die alles so haben. Dann müssen wir einmal zu Transfers gehen. Spieler suchen. Dann gehen wir einmal in die Premier League. Wo haben wir sie? Bin ich schon eins zu weit oder was? Na, wo ist die Premier League? Ach, da. Und dann United. Warum sind die hier in-game besser als in echt? Keine Ahnung. So, schauen wir mal. Wenn die alles haben. Haben Onana. Okay. Und natürlich jetzt auch bald Tuta. Jetzt, wo ich es gerade sehe. Also, wir treffen dann bald auf unseren alten Kollegen. Ob das so gewollt war vom Spiel, weiß ich nicht. Bruno Fernandes. Der sieht mir wie so ein, ja, generierter Innenverteidiger aus. Dann Will Fish. Alvaro Fernandes hat das gewisse Etwas. Hakimi, okay. Jorel Hato, altbekannter. Dann haben wir Malacia, Linksverteidiger. Ibanez, den kenne ich auch irgendwoher. Lisandro Martinez. Dann haben wir Maturo, Varela, Roberto. Also alles hier altbekannte. De Ligt in der Innenverteidigung. Ja, starkes Mittelfeld mit Casemiro, Eriksen, Scott McTominay. 1,93, das wäre auch nochmal jemand. Dann haben wir Mount, Mabry. Der sagt mir zum Beispiel gar nichts. Schlager. Lauren Ulrich. Oha. Wie ist der denn da hingekommen? Warren Sari Emery, auch ein sehr guter Stürmer, wollte ich gerade sagen. Mittelfeldspieler. Dann haben sie vorne Anthony Arezzo, Rasmus Højlund. Ja, ist natürlich auch ein Brecher. McNeil, Pelistri, Jadon Sancho und Marcus Rashford. Also ein super Kader. Die geht, glaube ich, als Favorit ins Spiel. Und wir spielen im Old Trafford. Schönes Stadion. Freue ich mich schon drauf. Jetzt freue ich mich erstmal auf das Spiel gegen Dortmund. Da müssen wir mit der B11 ran. Und ich bin gespannt, wen wir uns dann eventuell noch im Winter holen werden. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.